Willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus Mk4. Jetzt sitze ich in meinem alten Mk1 und möchte euch ein tolles Gadget vorstellen. Sieht aus wie eine Dashcam, ist keine Dashcam. Falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, das ist komplett kostenlos für euch. Also, worum geht's? Das Gerät ist als Sekundärfunktion auch eine Dashcam, kann also auch Video aufzeichnen während der Fahrt. Primärfunktion ist es allerdings, unser Auto zu überwachen. Also A, wo ist es aktuell? Und B, was geschieht drumherum? Und natürlich, falls da irgendein Rempler ist oder es mal beschädigt wird, nimmt es natürlich entsprechend auf. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch hier oben, wo ich euch mal gezeigt hatte, den Vergleich zwischen der integrierten Funktion im Ford Focus Mk4, falls man ein Modem integriert hat, oder sogenannten Tags, die ihr verwenden könnt, um halt zu schauen, wo ist denn euer Auto platziert. Und das Ganze funktioniert dann über Bluetooth, Smartphones. Es dauert also somit eine kleine Weile, dass man den Text auf jeden Fall, bis die Position aktualisiert worden ist und auch wirklich dann akkurat ist. Dieses Gerät hier hat GPS integriert, hat Mobilfunk integriert. Ihr könnt also dann von der Ferne aus schauen, wo ist euer Auto. Ihr könnt aber auch von der Ferne die Kameras aktivieren und nachschauen, wie sieht es denn in eurem Auto aus, was passiert denn da gerade. Also ähnlich wie zu Hause Überwachungskameras, und genauso funktioniert es auch. Also lasst uns jetzt mal nachschauen, was ist denn da drin. Ganz schnelles Unboxing. Los geht's. Das ist die Verpackung und der Inhalt recht übersichtlich, einfach gehalten. Zuerst mal die Bedienungsanleitung und dann kommt ja auch schon das Gerät. Zwei Kameras, eine für nach außen und eine für den Innenraum. Das Ding hat eine SD-Karte drin, eine SIM-Karte schon drin und hat 3 Bedienknöpfe. Und dann kommt eigentlich auch noch das Anschlusskabel und ein bisschen Zubehör. Anschlusskabel ganz einfach, wird hier sogar an OBD angesteckt, also mit der Installation sehr, sehr einfach. Dann das Klebepad, um die Kamera zu befestigen, und dann noch 1, 2 Zubehörteile, um auch die SIM-Karte und die SD-Karte zu entfernen. Das OBD-Gerät kann eingestellt werden, ab welcher Spannung es sich ausschaltet. Also nicht, dass dann eure Batterie leer gezogen wird. Sehr schön gemacht. Und dann innen drin ist schon eine SIM-Karte und dann eine 32 GB SD-Karte. Die ist schon mit dabei. Und ja, das Ding hat 3 Knöpfe. Einmal könnt ihr ein Bild machen, dann Ton stumm schalten und das Gerät ein- oder ausschalten. Ganz einfach zu bedienen, und ja, während der Fahrt nimmt er natürlich den Ton auf. Und wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr einfach das Knöpfchen drücken und dann wird der Ton nicht mehr aufgenommen, beziehungsweise ja, abgestellt. Passiert jetzt irgendwas, drückt ihr wieder ein Knöpfchen und dann wird das Video markiert als nicht löschen, weil irgendwas passiert ist. Gut, wir haben jetzt das Unboxing gemacht. Schauen wir uns jetzt mal das Setup an. Die Installation ganz einfach. Wir stecken das hier in den OBD-Port ein und darüber bekommt ihr Spannung und auch die Information darüber, ob das Auto fährt oder geparkt ist, und dann kleben wir eigentlich nur noch die Kamera fest. Sucht euch hier am besten eine Position in der Mitte der Scheibe aus, wie immer. Ich habe das Ganze jetzt hier platziert, dann wird noch der Stecker eingesteckt und so sieht das dann final aus, wie ihr seht. Ganz einfach, die Kamera ragt unten raus unter dem Spiegel, nimmt also wunderbar den Innenraum auf und dann nach außen entsprechend auch. Und ja, das war die sehr, sehr einfache Installation, ohne irgendwelche Sicherungen, sonstiges. Finde ich eigentlich eine clevere Lösung. Und als nächstes geht es auch schon in die App-Installation und die Konfiguration. Los geht's. Die App, wir scannen den QR-Code ab, dann entscheiden wir, ob wir iPhone oder Android haben. Ich habe hier Android, wähle das Ganze aus, er führt mich zum Play Store, es wird installiert und ja, danach muss man sich anmelden. Die Anmeldung kann ich euch jetzt nicht zeigen, aber im Prinzip gebt ihr da nur E-Mail-Adresse und Passwort ein und dann seid ihr durch. Konnte man durch die Bildschirmaufnahme nicht durchführen bzw. nicht aufnehmen. Aber weiter geht's. Hat man sich angemeldet, startet man die App. Man muss der App ein paar Berechtigungen geben, dass sie halt auf die Position zugreifen darf und sonstiges, also das Übliche. Und dann kann man auch die Kamera eigentlich auch schon verbinden. Und hat man die Kamera eingeschaltet, findet die App auch direkt die Kamera, stellt eine Verbindung her.
Wie gesagt, hier mal im Schnelldurchlauf und dann ist die Kamera eigentlich auch schon eingerichtet. Es kommt noch ein kleines How-to, wie man die App bedient und dann seid ihr mit der eigentlichen Einrichtung auch schon fertig. Zuallererst wird noch überprüft, ist denn die aktuelle Firmware-Version installiert und dann wird auch die Firmware-Version aktualisiert. In den Einstellungen sehen wir die üblichen Geräteparameter, dann können wir einstellen die Empfindlichkeit, ob permanent was aufgenommen werden soll, wann aufgenommen werden soll, zu bestimmten Uhrzeiten, soll generell aufgenommen werden oder nur wenn Menschen erkannt werden und dann generell natürlich die Empfindlichkeit des G-Sensors und ob man die Benachrichtigung haben möchte als Textform oder als Bild. Nachtsicht automatisch oder immer, ich habe das hier auf automatisch gelassen und ja, das sind prinzipiell die Einstellungen, die man hier tätigen kann. Viel mehr gibt es jetzt nicht mehr einzustellen. In der App als solches gehen wir unten mal die Reiter durch. Das könnt ihr dann auch die Aufnahmen sehen, wenn denn welche gespeichert sind. Und hier gibt es auch noch einen Plan, den ihr euch auswählen könnt, wenn ihr denn möchtet. Die SIM-Karte, die mitgeliefert wird, wird aktiviert, sobald das Gerät installiert ist. Dann ist die 7 Tage lang gültig, also der Mobilfunktarif ist 7 Tage gültig und dann könnt ihr das Ganze mal testen und ausprobieren. Ihr könnt aber auch natürlich eure eigene SIM-Karte dann dort reinmachen. Ihr müsst also nicht die Tarife verwenden, die hier angegeben sind. Neben der Möglichkeit, auf der SD-Karte zu speichern, wie ihr gerade gesehen habt, gibt es auch noch die Möglichkeit, die Daten, die Videos in der Cloud zu speichern. Das bietet natürlich den Vorteil, wenn jemand einbricht und das Auto entwendet, bekommt ihr natürlich eine Benachrichtigung. Wenn ihr dann, sage ich mal, schnell genug seid, könnt ihr natürlich auch das Video runterladen über Mobilfunk und habt dann entsprechend den Beweis. Wenn derjenige allerdings die Kamera natürlich dann ausschaltet, ja, habt ihr halt keinen Beweis mehr. Um das zu umgehen, gibt es die Cloud. Bedeutet, jedes Video wird auf der SD-Karte gespeichert, aber auch in die Cloud hochgeladen. Je nachdem, welchen Tarif ihr euch auswählt, entscheidet, habt ihr dann halt eine Speicherung von 7 Tagen, 30 Tagen, zusätzliche KI-Funktionen. Schaut euch am besten mal langsam das Video an und da seht ihr die ganzen Optionen, die dort sind. Aber schauen wir uns jetzt mal an, wozu das Ganze denn eigentlich gut ist. Los geht's. Ich bin draußen, kann also jetzt über Mobilfunk mich da live reinschalten und das ist das, was ich dann auf dem Handy sehe. Ich sehe also, obwohl ich außerhalb des Autos bin, dann live ein Bild des Autos. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, auch Sprache zu übertragen. Man kann also mit demjenigen, der fährt, auch kommunizieren. Sobald jemand was sagt und natürlich der andere die App geöffnet hat, kann man sprechen. Das wird dann über Mobilfunk hier übertragen und derjenige, der das Smartphone hat, kann entsprechend auch antworten. Dann wird das hier im Lautsprecher auch ausgegeben. Blende ich euch jetzt mal ein. Hallo, hallo. Ja, ich hoffe, man hat es gehört. Auf jeden Fall, sobald man was sagt, kommt dann aus dem Lautsprecher des Gerätes dann auch was raus. Hier habe ich das Ganze mal getestet. Ich habe mich vor das Auto gestellt, die Bewegungserkennung aktiviert und ja, da hat er dann auch das Ganze erkannt und mir eine Benachrichtigung aufs Handy geschickt, dass da eine Bewegung erkannt worden ist. Sprich, wenn jemand vorne einem auffährt beim Parken, Ein- und Ausparken, ein Rempler passiert, kriegt man, wenn man es eingeschaltet hat, auch eine Benachrichtigung und das Video wird dann entsprechend gespeichert durch den G-Sensor, weiß er, da ist irgendwas passiert. Das Gerät kann aber natürlich neben dieser Funktion auch als Dashcam, reguläre Dashcam verwendet werden. Schauen wir uns hier mal die Bilder an. Wie ihr seht, ganz normal als Dashcam. Man hat die Aufnahmen nach außen, man hat aber auch die Aufnahmen nach innen. Ganz solide Aufnahmen. Es gibt hier nichts Besonderes zu erwähnen. Wie ihr seht, man kann Sachen erkennen. Ist jetzt nicht die Primärfunktion des Gerätes, aber sie nimmt halt schon bei Ereignissen entsprechend auf. Und ja, ein schönes dann Beweismittel, wenn ein Unfall passiert ist. Und natürlich neben der Funktion, dass man von der Ferne aus die Kamera aktivieren kann und nachschauen kann, was passiert denn da gerade, wer hat mich denn angerempelt, kann man natürlich dann auch die Position des Autos live sehen. Und das zeige ich euch über die App. Könnt ihr dann also quasi unten das Ganze aktivieren, dann öffnet sich Google Maps und dann seht ihr, wo die Position des Autos aktuell ist. Wird es also gestohlen, entwendet, ein super Möglichkeit, das Auto entsprechend zu tracken. Je nachdem, was für Benachrichtigungen ihr aktiviert habt, bekommt ihr auch den Hinweis, ob das Auto aktuell gestartet worden ist, ausgemacht worden ist, sich in Bewegung befindet. Ja, so ist halt das Gerät. Also nochmal,
Das ist jetzt keine klassische Dashcam in dem Sinne, sondern es dient der Sicherheit des Fahrzeuges vor Diebstahl, vor Remplern. Wenn jetzt ja, beim Parken, beim Fahren irgendwas passiert, dann hat man ein Beweismittel und man hat die Möglichkeit, durch das integrierte 4G Mobilfunk jederzeit darauf zuzugreifen und sich ein Bild der Lage zu machen. Verlinke ich euch wie immer unten in der Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Ja, ich hoffe wie immer, das Video hat euch gefallen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!